Heute machen wir ein Interview mit meiner Mutti über das Zusammenwohnen mit Sang. Was hast du gedacht, als ich das erste Mal die Idee geäußert habe, dass ich mit Sang eventuell zusammenziehen möchte? Also Papa und ich waren ein wenig überrascht, weil ihr habt euch ja noch nicht so lange gekannt, sozusagen über das Internet, virtuell 3 bis 4 Monate Fernbeziehung gekannt, du in Deutschland, Sang-Hoon in Korea. Dann ist ja Sang-Hoon gekommen nach 3, 4 Monaten und dann hat es, glaube ich, so ein halbes Jahr gedauert. Und du hattest ja dann auch deinen Bachelorabschluss hattest du schon und dann hast du überlegt, wo du deinen Masterabschluss machst und dann ist die Idee aufgekommen, dass du den Masterabschluss nicht in Leipzig machst, sondern Nordrhein-Westfalen, also Richtung Sang-Hoon ziehen möchtest. Und dann war die Frage, ob ihr euch eine Wohnung zusammen nehmt. Ja, dann hatten wir ein bisschen Fragezeichen, weil ihr euch noch nicht so lange kanntet. Aber wenn man zusammenzieht, dann hat das erstens einen kleinen finanziellen Vorteil. Das stimmt schon. Und man lernt sich sehr intensiv kennen. Aber es kann auch ein Nachteil sein, dass man vielleicht schnell nach einem halben Jahr sagt, oh nein, schnell weg hier. Ja, wir passen so gar nicht zusammen. Aber du warst da sehr eigenständig, glaube ich. Und Sang-Hoon hat aber, glaube ich, auch überlegt und auch noch mit seinen Eltern drüber gesprochen. Ja. Mit seiner Mutti. Ich glaube, zum Schluss hast du es ein bisschen aus dem Herzen heraus entschieden. Mit deinem Herz Sang-Hoon unbedingt noch näher kennenlernen. Ja. Das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt. Die zweite Frage ist, hattest du irgendwelche speziellen Ängste oder Sorgen, bevor wir zusammengezogen sind? Weil ich will jetzt nicht hier mit dem Finger in die Wunde bohren, aber Sang-Hoon hat ja noch keinen Abschluss im Vergleich zu mir. Diesbezüglich glaube ich gar nicht, weil es war ja von Anfang an klar, dass Sang-Hoon herkommt zum Studieren. Ja. Du hattest auch mal erzählt, Sang-Hoon hat ja so ein gewisses finanzielles Budget, ja. Zumindest fürs Studium so eine Grundversorgung. Ich habe zwar damals auch gefragt, ob es noch irgendwie Unterstützung gibt von deutscher Seite, so ein Stipendium oder sowas. Im Zweifelsfall habe ich gedacht, kann Sang-Hoon auch irgendwie einen kleinen Nebenjob vielleicht finden. Wenn er dann wirklich so eng zusammen wohnt, 24/7, dass vielleicht sich die kulturellen Unterschiede verstärken. Es da vielleicht mehr zum Streit kommt. Ja, ja. Die Angst nicht gehabt, wäre ich mit jemandem zusammengezogen, der Deutscher ist, praktisch? Naja, wenn du vielleicht mit jemandem zusammengezogen wärst, mit dem du schon in der Schule gewesen wärst, der jetzt nicht so oder eine ähnliche Roots hat, ist das mehr einschätzbar für uns als Eltern vielleicht. Ja. So, man weiß, wir kennen ja, sagen wir kennen schon Südkorea, aber wir kennen nicht so die spezielle Vergangenheit und das macht dann doch schon ein bisschen, und hier weiß man, wie so die Schulbildung verläuft und wie so verschiedene Berufe auch sind, aber sag ich mal, sonst ist für uns in Südkorea anderes Essen, auch eine andere Lebensweise, aber man kennt nicht so die Kleinigkeiten und Feinheiten, die kennt man nicht so. Das war so ein bisschen ungewiss und die Ungewissheit hat praktisch so ein bisschen Angst geschürt darüber, ob das wirklich klappt oder nicht. Und manchmal hast du mir auch erzählt, dass ihr euch gestritten habt. Und ja. Ich glaube, so ein paar Differenzen gab es schon, also auch so kulturell bedingt, aber ich habe das Gefühl, wir sind beide relativ, sag mal, versöhnliche Menschen, die miteinander reden können, und dann hat sich das auch aufgeklärt und wir sind auch relativ kompromissbereit. Du hast mich ja aufwachsen gesehen, du weißt ja, wie mein Charakter so ungefähr ist. Das hast du mir auch vertraut, dass ich die Entscheidung für mich auch dahingehend. Hattest du sowas wie eine Einstimmung gegeben dazu, dass wir zusammenziehen können? Nein, du bist jetzt fast 25. Ich glaube, deutsche Eltern begleiten ihre Kinder so Pubertät. Eigentlich ist man in Deutschland mit 18 volljährig.
Das heißt, man kann mit 18 laut Gesetz seine eigenen Entscheidungen treffen in jeglicher Hinsicht. Auf dem Papier. Ich bin aber auch der Meinung, wenn die Kinder bis 18, 20 ihr Leben nicht alleine regeln können, dann kann als Eltern Kindern mit 20 nichts mehr verbieten. Man kann seine Meinung dazu äußern, aber man kann nicht mehr für die Kinder bestimmen. Das geht also nicht. Papa hat auch so, glaube nur seine Meinung dazu abgegeben und was du dann so draus machst als Kind, das ist dann mehr so deine Entscheidung. Ich glaube, kein Elternteil würde sagen, um Gottes Willen, zieh nicht mit dem zusammen oder heirat wäre dasselbe oder heirate den nicht. Ich glaube, wir verfolgen da so den Ansatz, wenn du glücklich bist, dann bist du glücklich mit demjenigen und du bist ja auch alt genug, um das selber einschätzen zu können. Also Fehler sind nicht so schlimm. Fehler lernt man und Fehler gehören an dazu. denen wächst man. So ist halt das Leben und klar. Es gibt keinen, der nie Fehler macht, das gibt es nicht. Und Fehler, es gibt kleine Fehler, es gibt große Fehler. An den großen Fehlern hat man vielleicht ein bisschen länger zu knabbern, aber das Leben hat so verschiedene Wege und man geht nicht immer nur straight on. Man geht immer mal ein bisschen verschiedene Phasen durch. Gibt es noch irgendwas jetzt nachdem wir nun zusammengezogen sind und dir irgendwas Besonderes aufgefallen ist? Denkst du, das war eine gute Entscheidung? Ich bin hier. Ja, okay. Das kann ich, glaube ich, final auch nicht für euch entscheiden. Das müsst letztendlich ihr für euch entscheiden. Ja. Das zeigt sich vielleicht auch, denke ich, dann auch erst viel später, ob ihr in dieselbe Richtung gehen wollt und euer Leben zusammen bestreiten. Da ändert sich auch noch viel. Im Vordergrund stehen ja erstmal eure Uni-Abschlüsse. Und dann verändert sich das Leben auch nochmal für euch beide sicherlich. Guckt ihr ja auch bei Sangwon auch nochmal in Korea für eine Zeit, eine kurzfristige Zeit. Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten. Will man heiraten und Kinder bekommen, ist noch ein Mutti hat noch ein keine ganzes Stück Weg, obwohl ich mir gerne Enkelkinder wünsche, weil ich finde, Enkelkinder sind immer was Schönes oder Kinder generell. Noch keine Approval von meiner Mutti sagen. Also, dass wir zusammengezogen sind, bereust du erstmal nicht. Dir ist nichts aufgefallen. Ich bin glücklich und zufrieden bisher. Und wie es weitergeht. Step by Step. Da guckt Mutti noch. Das Step heißt, gib dir Mühe. Step ist echt so, Step by Step. Gib dir Mühe. Nein, man schreibt sein Leben jeden Tag. Nicht neu, aber jeden Tag ein Stückchen weiter. Ja, das stimmt. Man soll sich eigentlich freuen über jeden Tag. Ja, das stimmt. Glück ist das Wichtigste. Und ich glaube, du siehst, dass ich mein Glück damit gefunden habe, dass wir zusammen wohnen.